Hallo und herzlich willkommen bei Money Money. An meinem goldenen Pullover, beziehungsweise besser gesagt an meinem gelben Pullover, könnt ihr schon das Thema meines heutigen Videos erahnen. Es geht um Gold. Gold übt schon seit jeher eine gewisse Faszination auf die Menschen aus. Es glänzt sehr schön, ist sehr selten und schwer zu gewinnen. Zudem verschafft Gold dem Besitzer ein Gefühl von Reichtum, Wohlstand und Sicherheit. Und spätestens seit dem James-Bond-Film Goldfinger wissen die Menschen nun auch, wie und wo die amerikanische Notenbank ihre Goldreserven aufbewahrt. Gold gilt für viele Anleger als sicherer Hafen. Gerade in politisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten, so wie wir sie jetzt gerade auch erleben, und die anhaltende Niedrigzinsphase verstärkt die Nachfrage nach Gold. Denn Gold ist eine von 3 Möglichkeiten, wenn man von der sogenannten Flucht in die Sachwerte spricht, neben Aktien und Immobilien. Interessanterweise erhält man für Gold aber auch keine Zinsen. Der Aspekt der Rendite rückt bei Goldanlegern ohnehin in den Hintergrund. Hier überwiegt der Aspekt der Sicherheit. Rendite kann man erwirtschaften durch eine Preissteigerung bei Gold. Wer aber Gold nur wegen einer erhofften kurzfristigen Preissteigerung erwirbt, der investiert nicht, sondern er spekuliert. Die Nachfrage nach Gold wird aber nicht nur von privaten Anlegern getragen. Auch viele Investmentgesellschaften, die mit Wertpapieren auf Gold handeln, stocken ihre Reserven in letzter Zeit auf. Ebenso wie viele Notenbanken. Und das ist natürlich aus zweierlei Gründen sehr interessant, weil einerseits die Notenbanken im europäischen Raum die Zinsen bei Null halten und andererseits aber durch ihre Nachfrage das Angebot verknappen und damit den Preis auf Gold weiter anheizen. Auch die Notenbanken vieler Schwellenländer stocken die Reserven auf, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Der Aufwärtstrend bei Gold hält an. In früheren Zeiten sprach man gerne von einem Goldrausch, so wie wir es aus zahlreichen Westernfilmen kennen. Das ist heute nicht mehr ganz so stark, aber man kann heute auch von einem rationalen oder emotionalen Rausch sprechen. Bevor ich jetzt dazu komme, wie man Geld in Gold anlegen kann, empfehle ich euch den Blog Femens, auf dem Hava die Finanzwelt auch für junge Leute erklärt. Gemeinsam haben wir an einem Interview zum Thema Gold gearbeitet und ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut. Den Link zu Femens findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun also zur Geldanlage in Gold. Da gibt es meiner Meinung nach grundsätzlich 4 Möglichkeiten. Goldbarren, Goldmünzen, Wertpapiere auf Gold und Aktien von Unternehmen, die Goldminen betreiben. Goldbarren und Goldmünzen sind physisches Gold. Physisches Gold kann der Erwerber in Händen halten. Er möchte einen raschen Zugriff auf seinen Goldschatz haben, um ihn im Bedarfsfall schnell zu Geld machen zu können. Das ist aber nicht immer ganz so einfach, denn manche Goldhändler nehmen die Barren gar nicht erst zurück oder wenn, dann nur mit teilweise hohen Abschlägen. Und direkt bezahlen mit einem Goldbarren stelle ich mir persönlich auch sehr schwierig vor, denn beim Bäcker 5 Brötchen mit einem Barren zu bezahlen, stößt wahrscheinlich schon deswegen auf Schwierigkeiten, weil kein Wechselgeld herausgegeben werden kann. Nun gibt es einige Besonderheiten beim physischen Gold zu beachten. Zunächst einmal eine Faustregel. Je kleiner die Einheiten, desto höher sind die Aufschläge auf den reinen Goldgehalt.
Das ist keine Abzocke, sondern das ist den hohen Prägekosten, insbesondere bei kleineren Einheiten, geschuldet. Ratsam ist deshalb eine Aufteilung in Münzen und Barren. Münzen mit einem Feingewicht von einer Unze und Barren mit einem Feingewicht von wenigstens 100 Gramm. Goldbarren sollten den Grundstock meines kleinen Goldschatzes bilden und die Münzen dann die Ergänzung. Münzen sind leichter handelbar, zumal sie auch noch teilweise als gesetzliche Zahlungsmittel gelten, wie zum Beispiel Krügerrand. Bei Münzen kommt noch etwas hinzu. Neben dem reinen Goldwert können Münzen auch einen Sammlerwert haben. Das hängt aber von der jeweiligen Münze ab. Goldgehalt, Seltenheit, Beschaffenheit, teilweise kann es sich auch um historische Münzen handeln. Da gibt es einen speziellen Markt für, einen Sammlerkreis, in dem diese Münzen gut verkäuflich sein dürften. Gold kann man heute noch anonym erwerben, und zwar bis zu einem Preis von 9.999 € und nach einem Jahr Haltedauer dann auch wieder steuerfrei verkaufen. Dem Vernehmen nach soll dieser Wert oder dieser Betrag auf 1.999 € ab 2020 allerdings reduziert werden. Gold vermittelt ja dem Anleger ein sicheres Gefühl. Aber das Gold an sich muss ja auch sicher aufbewahrt werden können. Welche Möglichkeiten gibt es da? Nun ja, dann kann man zunächst mal das Gold auch zu Hause aufbewahren. Hier empfehle ich allerdings dringend ein Gespräch mit der Hausratversicherung, denn diese wird mit höchster Wahrscheinlichkeit einen speziellen Tresor für die Aufbewahrung fordern. Dann kann ich das Gold natürlich auch in ein Schließfach bei der Bank legen. Das kostet zum einen aber Gebühren. Zum anderen sollte man auch hier mit der Bank sprechen, wie hoch denn der Inhalt des Faches versichert ist. Gegebenenfalls ist hier eine Zusatzversicherung abzuschließen. Und ich kann das Gold natürlich auch beim Hersteller des Goldes aufbewahren. Diese verfügen in der Regel über Hochsicherheitstresore und bieten vollen Versicherungsschutz. Allerdings sind diese Aufbewahrungsmöglichkeiten nicht kostenlos, sondern es fallen teilweise sehr hohe Gebühren an. Es werden Einlagerungsgebühren verlangt, fixe Lagergebühren und bestandsabhängige Gebühren. Aber auch weniger betuchte Anleger sind nicht ausgesperrt vom Goldmarkt. So werden teilweise Sparpläne angeboten, wo man mit kleineren Beträgen, meinetwegen ab 50 €, auf ein bestimmtes Sparziel hin sparen kann. Meinetwegen das Sparziel ist, ich möchte einen Goldbarren erwerben, dann kann ich mit regelmäßigen Sparraten monatlich auf dieses Ziel hinsparen, und wenn es dann erreicht ist, dann kann ich die Auslieferung des Goldbarrens verlangen oder eben dort auch weiterhin aufbewahren lassen. Aber auch diejenigen, die kein physisches Gold erwerben können oder wollen, können an der Entwicklung des Goldmarktes teilnehmen. Es gibt nämlich auch Wertpapiere auf Gold. Da wären zunächst einmal die sogenannten ETCs, das heißt übersetzt Exchange Traded Commodities. Das sind börsennotierte Inhaberschuldverschreibungen, die teilweise mit physischem Gold besichert sind, aber auch eben mit Buchgold. Das heißt, der Erwerber eines solchen Zertifikats, einer solchen Schuldverschreibung, erwirbt einen Lieferanspruch auf Gold. Wenn aber in einer Krisenzeit kein Gold verfügbar ist, dann nutzt einem dieser Lieferanspruch natürlich herzlich wenig. Es besteht zudem ein Emittentenrisiko. Denn wenn der Ausgeber des Wertpapieres in Schwierigkeiten gerät oder gar pleite geht,
dann nehme ich als Erwerber dieses Zertifikats eine Gläubigerstellung ein. Ich habe keinen Anspruch auf Gold. Und mein Anspruch gegen die ausgebende Bank oder den ausgebenden Emittenten geht dann in die sogenannte Insolvenzmasse ein und es kann auch hier zu einem Totalverlust kommen. Zudem werden die Wertpapiere in Euro gehandelt, der Goldpreis notiert allerdings in Dollar. Da gibt es nämlich jetzt auch noch ein zusätzliches Währungsrisiko. Es gibt allerdings auch ETFs auf Gold. Hier wird ein Index nachgebildet, also der Goldindex wird hier nachgebildet. Diese Fonds sind in Deutschland allerdings nicht zugelassen, da sie dem Gedanken der breiten Risikostreuung widersprechen. Ganz mutige von euch, die es etwas spekulativer noch mögen, können natürlich auch Aktien von Unternehmen kaufen, die Goldminen betreiben. Das kann sehr aussichtsreich sein, ist aber in der Regel sehr risikoreich und hier sollte man sich dringend beraten lassen. Denn es tauchen da sehr viele Fragen auf. Wie sind die politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen im Abbaugebiet? Wie lange reichen die Goldreserven noch? Wie hoch ist der Goldgehalt im abzubauenden Gestein? Und so weiter. Fragen über Fragen, die eine gute und dringende Beratung natürlich erforderlich machen. Nun mein Fazit. Wer es denn mag, kann durchaus in Gold investieren und an einer möglichen Preissteigerung teilhaben. Gold kann als Beimischung in einem Aktiendepot durchaus als Stabilitätsfaktor wirken. Denn in der Vergangenheit war es oft so, dass sich die Aktienkurse konträr zum Goldpreis entwickelten. Beispiel, wenn die Aktienkurse fielen, stieg der Goldpreis. Und damit wirkte das Gold verlustausgleichend. Das kann so funktionieren, muss aber nicht. Zurzeit nämlich entwickeln sich sowohl die Aktienkurse als auch der Goldpreis in die gleiche Richtung. Ich empfehle 5% bis maximal 10% meines liquiden Vermögens in Gold anzulegen. Vor allem aber sollte ich mich gut informieren und gut beraten lassen über die Risiken, über die Kosten und auch die steuerlichen Belange. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir diese in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir doch bitte ein Abo da und über einen Daumen würde ich mich natürlich sehr freuen. Und damit tschüss, bis nächste Woche.